Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und wir sind jetzt gemeinsam schon wirklich weit gekommen auf deiner wundervollen Reise in die große Kraft deiner wahren Komfortzone und können uns jetzt in diesem neuen Video Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, zuwenden. Und Kapitel 9 trägt den schönen Titel Ich und die anderen, wie du deinen Weg gehst und warum das wichtig ist. Es ist eines meiner Lieblingskapitel im Buch, weil es viel aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch enthält und ich dort mit dir teile, wenn es darum geht, der Welt zu begegnen, der Welt im Außen, nachdem du ja nun die Welt in deinem Inneren schon ziemlich gut kennengelernt hast und diese Welt im Außen vielleicht an der einen oder anderen Stelle dir Kopfschütteln verursacht. Nennen wir es mal so. Hier bei dir zu bleiben und deinen Weg voller Freude und voller Klarheit weiter voranzugehen, ist eine Schlüsselqualifikation auf dem Weg in deine wahre Komfortzone. Darum geht's in Kapitel 9, mit dessen ersten Teil ich dir jetzt viel Freude wünsche. Kapitel 9: Ich und die anderen, wie du deinen Weg gehst und warum das wichtig ist. Ändern Sie sich unter keinen Umständen. Wenn Sie etwas tun, was Ihrer Seele eindeutig widerstrebt, wird alles zu Bruch gehen. Und umgekehrt, wenn Sie nach Ihrem eigenen Credo leben, wird am Ende alles gut werden. Wadim Sealand. Du bist nun bereit. Du kannst dein Leben nun aus der großen Kraft deiner wahren Komfortzone heraus leben und gestalten. Kannst losziehen damit raus in die Welt, deine Welt. Und doch ist diese Welt zugleich auch die Welt der anderen, anderer Menschen, anderer Schöpfer, die dir auf deinem Weg begegnen werden und deren Erfahrungsräume sich in irgendeiner Form mit den deinen treffen werden. Manche vielleicht nur wenige Sekunden, manche länger. Manche werden vollkommen kompatibel mit dir sein und in einer fruchtbaren Dynamik deine eigenen Schöpfungen sogar noch großartiger machen. Viele aber werden auch überhaupt nicht kompatibel mit deiner individuellen Schöpfung der Wirklichkeit sein, werden ihr vielleicht diametral entgegengesetzt erscheinen und sie nicht unbedingt nähren. Es kann durchaus sein, dass dich manches, was du in der Welt da draußen vorfindest, zunächst verunsichert. Aber das ist kein Beinbruch und schon gar kein Grund, dich in irgendeiner Weise von deinem Weg abbringen zu lassen. Warum das so ist und wie du mit diesem Thema umgehen kannst, das wollen wir uns in diesem Kapitel ansehen. Gleich zu Beginn beherzige und verinnerliche bitte folgenden wichtigen Grundsatz. Deine wahre Komfortzone lügt niemals, auch nicht in Bezug auf Ideen und Weltanschauungen. Was für dich stimmig ist, kann für jemand anderen vollkommen unstimmig sein. So what? Falls dein Verstand damit ein Problem hat und sich von den Ansichten anderer leicht verunsichern lässt, mache ihm klar, dass jede Weltanschauung nicht mehr ist als eben genau das, eine Art, die Welt anzuschauen. So ist zum Beispiel ganz grundlegend auch die Definition dessen, was es heißt, Mensch zu sein und wie das Leben ist, einfach nur eine Erzählperspektive, ein Narrativ, das man dir und anderen einprogrammiert hat. Und dieses Narrativ ist jederzeit veränderbar. Jeder darf in seiner Komfortzone leben oder eben nicht. Falls du wie ich bist, und das muss überhaupt nicht der Fall sein, da nicht alle Menschen das Problem haben, welches wir uns im Folgenden anschauen werden. Falls du dich also nicht angesprochen fühlst, betrachte es einfach als interessante Inspiration und sage dir, puh, zum Glück habe ich das Thema nicht. Falls du also wie ich sein solltest und es dich deshalb sehr schnell in tiefe Sinnkrisen stürzen kann, wenn dir Menschen begegnen, die erstens
scheinbar oder tatsächlich eine radikal andere Komfortzone haben als du. Oder zweitens, deine Komfortzone als falsch, unwichtig, naiv und so weiter abstempeln. Oder drittens, sich ihrer eigenen Komfortzone überhaupt nicht bewusst sind und deshalb in einer Weise handeln, die ihnen selbst und anderen schadet. Oder viertens, alles oben genannte zusammen. Dann kann ich dir als erstes sagen, du bist nicht allein. Ich weiß, wie schrecklich es sein kann, sich so leicht durch die anderen da draußen verunsichern zu lassen und an sich selbst und der eigenen Sicht auf die Wirklichkeit plötzlich zu zweifeln. Es gab Tage in meinem Leben, da habe ich nur noch kopfschüttelnd und resigniert um mich geblickt und gedacht, ich bin umgeben von absolut seltsamen, absurd handelnden Wesen, die so fundamental anders sind als ich, wie es nur irgend möglich ist. Dies wurde mit der Zeit besser, auch weil ich mehr und mehr verstanden habe, was ich dir in diesem Kapitel weitergeben werde. Aber auch heute fühle ich mich durchaus noch manchmal als Alien auf diesem Planeten. Falls du dich da also wiedererkennst, kann ich dich beruhigen. Es ist kein Wunder, dass man sich anders fühlt, wenn man angefangen hat, auch nur ein klein wenig auf sich und seine wahre Komfortzone zu achten und eine Verbindung mit der Stimme seines Herzens und seiner inneren Weisheit aufzubauen. Denn hey, das tun heutzutage noch immer die wenigsten. Ein Grund mehr, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und das bedeutet wiederum, dass du wunderbarer Komfortzonenmagier, wunderbare Komfortzonenmagierin tatsächlich noch immer eher eine Rarität hier auf der Erde bist und dir das nicht bloß einbildest. Aber lass dir gesagt sein, das macht dein Sein auf diesem Planeten umso wertvoller. Hinzu kommt außerdem, wir leben auf einem Planeten der absoluten Diversität. Das heißt, hier ist alles, ja wirklich alles möglich. Seelen können auf diesem Spielplatz so ziemlich alles ausprobieren, was man sich vorstellen kann. Und deshalb ist es absolut möglich, dass die individuellen Erfahrungsräume hier auf der Erde so diametral entgegengesetzt zueinander sind, dass man meinen könnte, sie lägen eigentlich auf unterschiedlichen Planeten. Der Clou ist aber, keiner dieser unterschiedlichen Erfahrungsräume ist deshalb legitimer, richtiger oder gar wahrer oder unwahrer als ein anderer. Und was noch wichtiger ist, keiner dieser Erfahrungsräume ist eine Art Allgemeinplatz oder so etwas wie ein Pflichtprogramm oder dergleichen, das hier auf Planet Erde zu absolvieren wäre. Das heißt, nichts, absolut gar nichts von all dem, was andere Menschen auf diesem Spielplatz Erde spielen, musst du zwangsläufig mitspielen. Lass diese Aussage ruhig mal ein wenig sacken. Diese beiden Erkenntnisse, erstens, die Mehrheit der Menschen hat noch keinen blassen Schimmer von ihrer Komfortzone. Zweitens, die Erde ist ein maximal potenzierter Diversitätsspielplatz und das ist okay, sind sehr hilfreiche Rettungsboote, die ich dir ans Herz legen möchte, falls du mal wieder tief verunsichert sein solltest und in der Selbstablehnung oder sonst einem unwirtlichen Platz deiner Gefühlswelt festzustecken scheinst. Ich erinnere mich in solchen Situationen selbst immer wieder an die beiden oben genannten Punkte und das empfehle ich dir auch. Lass mich dir hierzu wieder eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, die diese Zusammenhänge verdeutlicht. Und das, obwohl ich mir ihrer damals noch gar nicht bewusst war. In der 8. Klasse Gymnasium mussten wir ein Fach wählen, das im nächsten Schuljahr dazukommen würde. Die Wahl bestand an meiner Schule zwischen Chemie, Französisch und Altgriechisch, also dem naturwissenschaftlichen, dem neusprachlichen und dem humanistischen Zweig. Dass ich kein Mathe-Genie war, wusste ich zweifelsfrei. Chemie schied daher von vornherein aus. Ich musste also die für mich beste Entscheidung zwischen Französisch und Altgriechisch treffen. Und dabei gab es eine riesige Fülle an Einflüssen, von denen ich mich hätte verunsichern lassen können. Schließlich wählte die überwältigende Mehrheit meiner Klassenkameraden Französisch, da man damit ja später mal was anfangen könnte. In meinem privaten Umfeld gab es außerdem niemanden, der jemals Altgriechisch gelernt oder auch nur darüber nachgedacht hatte, ob das vielleicht auch Teil seiner wahren Komfortzone war. Ich hätte mir also Fragen stellen können wie, wenn ich Altgriechisch wähle, was denken die anderen dann wohl von mir? Erklären die mich für verrückt? Warum machen die das denn alle nicht? Ist es vielleicht eine dumme Idee?
Und vermutlich ist dir vollkommen klar, wohin mich all diese Fragen letztlich geführt hätten, wenn ich ihnen ernsthaft Platz in meinem Kopf eingeräumt hätte. Richtig, ganz sicher nicht in meine wahre Komfortzone. Denn diese lag, das spürte ich bei genauerer Beschäftigung mit den Wahlmöglichkeiten, eindeutig im humanistischen Zweig. Und so ignorierte ich also die Wahrheiten der anderen, folgte meinem Herzen und entschied mich für Altgriechisch als zusätzliches Fach ab der 9. Klasse. Und siehe da, es sollte mein mit Abstand liebstes und bestes Schulfach werden, in dem ich fast ausschließlich Bestnoten schrieb und das ich nach meiner Schulzeit schlussendlich sogar im Nebenfach studierte. Wenn du dich also das nächste Mal von der Wahrheit anderer beeinflusst und verunsichert fühlst, mache dir klar, dass tatsächlich absolut nichts daran, wie ein anderer seine Welt wahrnimmt im Wortsinne und sie gestaltet, mehr Wert oder gar Wahrheitsgehalt hat, als wie du die deine wahrnimmst und gestaltest. Beides darf und kann, ja, das ist tatsächlich möglich, vollkommen frei nebeneinander existieren. Oder anders ausgedrückt, jeder darf in seiner wahren Komfortzone leben. Oder eben nicht. Und es ist weder deine Aufgabe, den anderen von deiner Wahrheit und Komfortzone zu überzeugen, noch musst du auch nur ansatzweise verstehen, warum ein anderer die Wahrheit hat, die er oder sie eben hat. Oder auch warum er oder sie beispielsweise seine Komfortzone partout nicht betritt, obwohl sie ihm von außen betrachtet doch geradezu ins Gesicht schreit. Glaube mir, ich habe manches Mal schon viel Energie verschwendet beim Versuch, das zu verstehen. Und am allerwenigsten solltest du anfangen, aufgrund dieser anderen Weltanschauungen, also der Art, wie andere die Welt anschauen, gar an deiner eigenen zu zweifeln. Lass die Wahrheit der anderen einfach los und dort stehen und geh weiter, dem Weg deines Herzens und deiner wahren Komfortzone nach. Und wenn du magst, dann staune anerkennend darüber, wie großartig doch dieser Spielplatz Erde ist, wo es möglich ist, so viele grundlegend unterschiedliche Erfahrungsräume nebeneinander zu kreieren. Und welch großartige Entscheidung es doch war, dich auf einem so komplexen, mit so großer Potentialität ausgestatteten Planeten zu inkarnieren, um die Erfahrung eines strahlenden Lebens in der vollen Kraft deiner wahren Komfortzone zu machen. Fortsetzung folgt. Ja, das war der erste Teil von Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Ich bin sicher, du hast schon einige Impulse jetzt dazu bekommen, was es bedeutet, deinen Weg zu gehen. Und im zweiten Teil von Kapitel 9 werden wir uns konkrete Übungen anschauen, wie du bei dir bleiben kannst und auch in herausfordernden Umgebungen in der äußeren Welt oder bei Begegnungen in der äußeren Welt deine Schwingungsautonomie bewahren kannst. Was das ist und wieso es so wichtig ist, erfährst du im nächsten Video in dieser Serie. Und damit du kein Video in dieser Serie und auch in allen anderen Serien hier auf meinem Kanal mehr verpasst, abonniere doch am besten den Kanal, aktiviere die Glocke und außerdem, wenn dir dieses Video gefallen und dich inspiriert hat, lass doch gern einen Like da, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und außerdem teile doch mit mir in den Kommentaren, wie du deinen Weg bereits gegangen bist in deinem Leben, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und was du vielleicht aus diesem ersten Teil von Kapitel 9 Neues dazulernen konntest. Würde mich sehr freuen und bis wir uns wiedersehen, bleibt mir jetzt nur noch dir eine Zeit voller Wunder zu wünschen, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.